Herzlich willkommen auf unserem Kanal Ludus Nemesis. Mein Name ist Aquila, ich kämpfe als Secutor, als Momillo und manchmal eben auch als Thrax. Mein Name ist Gaius Antonius Maximus, ich bin der Lannister und der Summarudis des Ludus. Wir haben in der letzten Zeit ein paar Fragen unter unseren YouTube-Videos bekommen und möchten diese in diesem Format eben einmal beantworten. Vor allen Dingen kamen auch Fragen zu unserer Choreo. Welche Choreo? Wir als Ludus Nemesis versuchen geschichtsnah Gladiatorenkämpfe zu interpretieren und darzustellen. Hier sehen wir eine Sequenz aus dem Training von Aquila und Kerberus. Wie ihr sehen könnt, sind das keine einstudierten Bewegungen, die wie in einem Choreo-Training ständig wiederholt werden, sondern es sind freie Aktionen, die wir im Training erproben. Gladiatur ist halt eine ausgestorbene Kampfkunst. Das heißt, wir müssen uns experimentell an die Kampfweise wieder herantasten. Dabei machen wir das nicht auf wissenschaftlicher Basis richtig, weil wir machen keine Veröffentlichung. Genau, wir haben natürlich Bildquellen, die wir zur Verfügung haben, die auch in der Wissenschaft genutzt werden, aber wir erfüllen natürlich keine wissenschaftlichen Standards. Bei den Bildquellen können wir uns eben beispielsweise gut die Grundhaltung der Gladiatoren abgucken, wie sie eben stehen, wie sie sich vielleicht bewegt haben. Was wir nicht können, ist halt, wir wissen nicht, wie ist es zu diesem Bild gekommen. Genau. Diese Bilder zeigen ja meistens das Ende oder den Anfang eines Kampfes. Genau, und wir haben eben keine Beschreibung da drin. Also wir haben nicht einen Text drunter, der beschreibt, was gerade passiert, sondern wir sehen eben nur der Name und vielleicht die Beschreibung, die wir noch hätten, ist der Gewinner vom Kampf. Aber ja, und was wir an Verschriftlichungen haben, sind halt eher Erlebnisberichte. genau, und da fehlt uns vor allen Dingen, was uns natürlich interessiert, was viele Historiker wahrscheinlich nicht so interessiert, die einzelnen Kampftechniken. Also wenn es irgendwo eine Kampftechnik gab, wie sah die konkret aus? Und darüber schreibt natürlich kein Zuschauer. Kein Zuschauer oder auch kein Philosoph zeitgenössischer, der irgendwie einen Kampf beschreibt, weil das ist natürlich ein Detail, das interessiert natürlich niemanden, außer vielleicht uns eben. Und was wir dann halt auch nicht haben, sind die Lehrbücher, die es im Mittelalter und in der Renaissance später gab. Genau, wir haben leider nicht diese typischen Fechtbücher von Thalhofer oder Lichtenauer. Hätten wir gerne, haben wir aber leider nicht. Und somit müssen wir uns das Ganze eben, wie du eben bereits schon sagtest, experimentell erarbeiten. Und machen da immer wieder nette und lustige Entdeckungen. Und deswegen macht uns das Thema eben auch Spaß. Richtig. Warum haben wir uns eigentlich gegen choreografierte Kämpfe entschieden? Das hat ein bisschen was damit zu tun, was wir schon eben angesprochen haben, nämlich das Experimentieren. Wir versuchen ja, uns über die Bildquellen, die wir haben, und dann natürlich einer Interpretation derer die Kampftechniken zu erschließen. Und was da auch noch reinspielt, ist ja die Fundlage. Wir haben ja eine recht gute Ausrüstungsfundlage. Was da natürlich besonders gut ist, dass uns die Fundlage so ein bisschen einen Rahmen gibt. Dadurch, dass wir wissen, wie die Gladiatoren ausgerüstet waren, haben wir einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können mit den Waffen. Was wir ja mit den Bildern abgleichen können. Was wir zum Beispiel mit den Bildern abgleichen können, da sind auch wieder die Bilder wichtig. Was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wir kämpfen natürlich nicht mit scharfen Waffen, wir kämpfen natürlich mit stumpfen Waffen. Was das Ganze ja nun auch mal etwas entschärft. Total. Und dadurch natürlich die Kampftechniken bestimmt nochmal etwas risikofreudiger sind, als sie damals war. Absolut. Wir werden nie wissen, ob das, was wir uns erschließen, so ist, wie es tatsächlich damals war. Das könnten wir nur, wenn wir eine Zeitmaschine hätten und in die Vergangenheit reisen würden. Wir sind aber der Meinung, dass wir mit dieser Art von Interpretation, dass wir die Bildquellen nutzen, dass wir die Waffen und die Rüstung nutzen, so wie sie ist, eher zu den richtigeren Schlüssen kommen, als wenn wir eine ausgedachte Choreografie machen würden, die wir uns überlegt hätten, wo wir glauben, das würde gut aussehen, aber das vielleicht von der Ausrüstung her gar nicht Sinn ergibt. Was schon häufig bei uns vorgekommen ist, wir hatten eine Theorie, wir haben uns überlegt, das könnte vielleicht Sinn machen,
hat vielleicht aber gar nicht funktioniert, dafür hat aber wieder was anderes funktioniert. Aber das hat mit nur der funktioniert. Ausrüstung einfach besser gepasst hat. Das hat dann wieder mit der Ausrüstung zu tun, die uns die Ausrüstung als Rahmen vorgibt. Und das ist etwas, das würden wir, wenn wir eine Choreo machen, würden wir dieses Level, sage ich jetzt mal, nie erreichen. Also wir würden nie in diese Bereiche vordringen. Wir würden einfach gucken, was sieht cool aus, was bringt dem Publikum Spaß. Genau. Quasi wie in einem Kinofilm. Genau, und das ist eben genau das, was wir nicht wollen, weil die Kinofilme gibt es schon und somit brauchen wir das eben nicht. Da das von uns natürlich eine moderne Interpretation ist, muss es natürlich auch ein Regelwerk geben. Und jedes Regelwerk braucht auch irgendwo einen Schiedsrichter, wie zum Beispiel dich. Der sogenannte Summarudes, für den es ja auch Belege gibt, sowohl auf Reliefs, Mosaiken und Ähnlichem und auch in Verschriftlichung. Und ja, deswegen gehen wir natürlich auch davon aus, dass es auch in der Antike ein Regelwerk gab, das leider nicht übermittelt wurde oder überliefert wurde. Denn ansonsten wird so ein Schiedsrichter ja keinen Sinn ergeben. Genau. Wir mussten uns irgendwie darauf einigen, was ist in einem Kampf tatsächlich ein Wirkungstreffer. Und da gilt für uns, alles, was nicht durch Rüstung geschützt ist, auch natürlich keine Streifer oder auch nicht mit der flachen Klinge auftreffen. Und das heißt, ein Wirkungstreffer ist dort, wo er eine Wirkung mit einer scharfen Waffe erzielt hätte. Mit einer scharfen Waffe, das ist ganz wichtig. Helme und auch Ausrüstungsteile wie Beinschienen zählen natürlich nicht als Trefferzone, anders jetzt als zum Beispiel beim HEMA, wo auch quasi die Fechtmaske auch eine Trefferzone ist. Der einzige in der modernen Interpretation von uns, wo die Fechtmaske ein Treffer ist, ist im Turniermodus beim Retiarius. In allen anderen Situationen ist der Helm oder auch, ja, wenn man einen Helm auf hat, dann ist das Gesicht natürlich keine Trefferzone, aber auch wenn man ohne Fechtmaske kämpft, benutzen wir oder schlagen wir dem Retiarius nicht ins Gesicht, weil das sonst ziemlich gefährlich wäre. Genau. Und da waren wir eben schon Turnier. Das war das erste Turnier dieser Art, die erste deutsche Meisterschaft, an der du ja auch, wie wir im letzten Video und auch in einem Video davor schon gesehen haben, teilgenommen hast als Kämpfer. Genau. Ich selber als Schiedsrichter. Und da das ein Turnier war das natürlich auch in einem Turniermodus. Das heißt, wir müssen natürlich auch ein gewisses Wertungssystem haben. In dem Fall, bei diesem Turnier war es so, dass 3 Treffer, also drei Wirkungstreffer zum Sieg eines Kämpfers geführt haben. Es gibt natürlich auch andere Modi, beispielsweise wenn man jetzt einen Auftritt vor Publikum macht, wo man quasi nur eine Show machen möchte. Dort benutzen wir natürlich die gleichen Kampftechniken. Wir unterbrechen aber nicht unbedingt den Kampf so, wie wir es in einem Turnierkampf machen würden. Und wir versuchen natürlich auch die Treffer durch Schauspielbewegungen anzuzeigen, dass wir getroffen wurden, denn es ist manchmal gar nicht so einfach, so einen Treffer zu sehen, wie du ja auch als Schiedsrichter weißt. Genau, es ist häufig hinter dem Schild oder auf der abgewandten Seite des Schiedsrichters. Deswegen hatten wir auf dem Turnier ja auch wenigstens 2 Schiedsrichter plus nochmal 2 an den Außenseiten, um wirklich aus jeder Perspektive sehen zu können, ob da ein Treffer gewesen ist oder nicht. Und was wir dort auch hatten, was auch nicht zählt, sind Doppeltreffer. Genau. Das heißt, beide erzielen einen Wirkungstreffer. Das ist eine Kampfart, die wir gar nicht fördern wollen, sowohl auf den Auftritt nicht, als auch bei den Turnieren nicht. Das beschädigt zum einen die Ware, also die Gladiatoren unnötig. Und es verleitet zu Techniken, die dafür sorgen würden, dass man sich selbst verletzt, wo wir eben auch glauben, weil wir es natürlich versuchen wollen, so historisch wie möglich darzustellen. Ich würde natürlich niemals in eine offene Waffe reinlaufen, was bei einem Doppeltreffer natürlich passiert. Genau. Also da wieder scharfe Waffe. Man muss aufpassen, dass man selber geschützt ist, während man den anderen, seinen Gegner, treffen möchte. Was wir sowohl im Turnier als auch bei Auftritten vor Publikum haben, ist, dass wir natürlich nur in den historischen Gattungen kämpfen, die durch Bildquellen und auch durch schriftliche Quellen natürlich überliefert sind. Genau, also eine standardisierte Ausrüstung sozusagen. Genau. Wir haben eben durch Bildquellen und auch durch Schriftquellen wissen wir eben, dass es bestimmte Paarungen gab, die gegeneinander gekämpft haben. Und diese waren entweder symmetrisch oder asymmetrisch, aber sie waren eben aufeinander abgestimmt. Ja,
Aber wenn wir jetzt über alle Gladiatorengattungen reden wollen, die es gibt und deren Ausrüstung Das und würde deren den Paarung, Rahmen sprengen. das wird den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall. Darüber können wir gerne ein weiteres Video machen. Das könnt ihr uns aber gerne, ne, ihr wisst wo, sagen, wenn ihr das haben wollt. Das Regelwerk, von dem wir eben gesprochen haben, ist natürlich das Regelwerk von der ersten deutschen Gladiatorenmeisterschaft. Genau, das ist das Regelwerk der Berliner. Das erste Turnier war eben in Berlin. Und wenn ihr dieses Regelwerk genauer lesen wollt, also falls euch genau interessiert, was da drin steht, dann könnt ihr hier in die Videobeschreibung schauen. Da haben wir das Ganze natürlich verlinkt für euch. Und wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass es natürlich noch andere Regelwerke gibt, aber von denen gibt es meistens keine Verschriftlichung oder sie werden mir zumindest nicht bekannt oder sie sind nicht öffentlich. Ne, weil es halt keinen deutschen Dachverband gibt, wie in anderen Sportarten. Ne, es gibt viele verschiedene Gruppen. Wir aus der Region Hamburg, beziehungsweise wir kommen aus Hamburg, wir trainieren in Hamburg und fahren durch die Welt für unsere Auftritte, für euch. Das machen die anderen Gruppen natürlich auch, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die, mit denen wir häufig zusammenarbeiten, verlinken wir euch natürlich auch. Und falls wir euch noch nicht kennen als Ludus oder wir haben euch übersehen, Dann schickt uns gern eure Kontaktdaten. Wir packen euch auch gern in die Beschreibung. Nur müssen wir natürlich erst euch kennen, sonst können wir das Ganze natürlich nicht machen. ja, wie gesagt, wenn wir euch übersehen haben, gerne auch rein. Wir bedanken uns, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es ist toll, dass ihr dabei seid. Ja, seht es uns vielleicht nach. Es ist unser erstes YouTube-Video in diesem Format gewesen. Wenn irgendwas noch unklar geblieben ist, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren fragen. Wir mussten auch sehr viel Informationen jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum quasi erklären. Wir konnten natürlich nicht auf alle Sachen im Detail auch eingehen. Auch an die anderen Gruppen seht es uns nach, wenn wir Dinge vielleicht vergessen haben oder sehr vereinfacht darstellen mussten. Aber für einen Einstieg war das, denke ich, ganz in Ordnung. Also, wenn ihr gerne weitere Videos von uns sehen wollt, in diesem Format, unten in die Kommentare. Ansonsten abonnieren, Glocke, ja, kommentieren.